Dubai, Stadt der Superlative. Aber ist sie wirklich ein Traumziel oder nur eine künstliche Fassade? In diesem Video zeigen wir dir unsere persönlichen Eindrücke. Wir nehmen dich mit zu Stränden, Malls, spektakulären Attraktionen und am Ende verraten wir dir, ob sich eine Reise nach Dubai wirklich lohnt. Zu vielen Themen wie Hotels, Burj Khalifa oder Ski Dubai haben wir auch eigene Videos gemacht. Ich blende sie dir jeweils oben ein, wenn es passt. Und am Ende findest du alle Links gesammelt in der Videobeschreibung. Unsere Reise begann in den Osterferien, als wir den Sommer etwas vorziehen wollten. 6 Stunden Flug, warme Temperaturen garantiert und überraschend günstige Preise. Deshalb fiel die Wahl auf die Emirate. Freunde hatten uns gewarnt, zu künstlich, zu wenig Kultur, aber wir wollten uns selbst ein Bild machen. Und schon beim Ankommen mitten in der Nacht wurden wir überrascht. Der Flughafen voller Menschen, über 30 Grad und das um 1:30 morgens. Mitten in der Nacht haben wir unseren Mietwagen abgeholt und sind durch die beeindruckenden Häuserschluchten nach Downtown gefahren. Gegen 3 Uhr morgens checkten wir im ersten Hotel ein, müde, aber voller Vorfreude. Während unseres Aufenthalts haben wir 2 verschiedene Hotels ausprobiert. Eines mitten in Downtown, perfekt gelegen für die großen Sehenswürdigkeiten. Und später ein weiteres im Stadtteil Barscha, näher an der Marina und der Palm Jumeirah. Los geht's mit den Stränden. Wir haben uns natürlich gefragt, ob die Strände in Dubai wirklich schön sind und ob man hier entspannt baden kann. Unser erster Strand war der Kite Beach. Er hat uns sofort begeistert. Flaches, warmes Wasser, saubere Toiletten, eine lange Promenade und jede Menge Foodtrucks. Außerdem gibt es hier viele Sportmöglichkeiten, von Volleyballfeldern über einen öffentlichen Skatepark bis zu Outdoor-Fitnessbereichen und einem Laufweg direkt am Meer. Um Parkplätze musst du dir keine Gedanken machen, die sind hier wirklich reichlich vorhanden. Ganz anders der JBR Beach. Hier herrscht echtes Treiben. Mit Kamelen am Strand, einem Wasserpark im Meer und direkt dahinter das Einkaufszentrum The Beach und den Hochhäusern. Zwar war das Wasser nicht so klar wie am Kite Beach, aber die Mischung aus Strand, Gastronomie und Shopping macht diesen Ort einzigartig. Natürlich bietet die Stadt noch unzählige weitere Strände, die wir bei unseren Ausflügen gesehen haben, aber nicht selbst genutzt haben. Besonders empfohlen werden zum Beispiel der Sunset Beach mit Blick auf das Burj Al Arab oder der Al-Mamsar Beach Park, der gleich mehrere Strandabschnitte und Grünflächen kombiniert. Die Strände waren schon spannend, aber kommen wir nun zu den Malls. Und die sind in Dubai wirklich außergewöhnlich. Erst dachten wir, dass wir dort kaum Zeit verbringen würden, aber genau das Gegenteil war der Fall. Die Malls wurden schnell zum festen Anlaufpunkt auf unserer Reise. Allen voran die Dubai Mall, das größte Einkaufszentrum der Welt nach Gesamtfläche und ein echtes Highlight. Allein die Lage am Burj Khalifa machte sie zu einem Pflichtbesuch. Hier haben wir 3 Attraktionen entdeckt, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Erstens die Dubai Fontaine, die größte Springbrunnenshow der Welt, direkt vor der Kulisse des Burj Khalifa. Nachmittags und abends finden hier regelmäßig alle 30 Minuten Shows statt und wir waren wirklich beeindruckt. Zweitens die Eislaufbahn in der Dubai Mall, eine echte Überraschung mitten in der Wüste. Hier erwartet dich eine olympische Eisfläche mit rund 1500 Quadratmetern, groß genug für Anfänger bis Profis. Da wir wirklich gerne Schlittschuh laufen, haben wir das natürlich ausprobiert. Besonders gut fanden wir, dass man hier Top-Marken bei den Schlittschuhen ausleihen kann. Und drittens das riesige Aquarium, das sich über mehrere Stockwerke erstreckt. Du kannst es schon von außen bestaunen, aber auch hineingehen und die Unterwasserwelt hautnah erleben. Ein absolutes Erlebnis, vor allem für Familien. Eine ganz andere Atmosphäre bietet die Dubai Marina Mall. Wir waren hier vor allem, um die Marina zu erkunden. Im Pier 7 kannst du direkt parken und stehst damit schon mitten in der Marina. Von hier aus lohnt sich ein Spaziergang entlang des Wassers, vorbei an Restaurants, Bars und der beeindruckenden Skyline. Am letzten Tag stand die Mall of the Emirates auf dem Programm. Eigentlich wollten wir nur ein bisschen schlendern und landeten plötzlich mitten in einer Skihalle. Wir haben nicht lange gezögert und sind 2 Stunden Ski gefahren. Das hat uns richtig viel Spaß gemacht und wir können es dir absolut empfehlen. Und dann gibt es noch The Beach am JBR. Hier geht es nicht nur ums Shoppen, sondern auch ums Flanieren. Es ist einer der wenigen Orte in Dubai, wo du wirklich entspannt zu Fuß unterwegs bist.
Genau diese Mischung aus Geschäften, Restaurants und Strand macht The Beach für uns besonders. So beeindruckend die Malls auch sind, das wahre Dubai erlebst du bei den Attraktionen und Ausflügen und genau darum geht es jetzt. Angefangen haben wir mit dem Burj Khalifa. Schon früh am Morgen waren wir oben und hatten die Aussichtsplattform fast für uns ganz allein. Die Höhe ist schwer zu begreifen und die Aussicht über die Stadt einfach atemberaubend. Wir waren überrascht, wie sehr uns dieser Besuch begeistert hat. Ein echtes Must-See. Ein weiteres Highlight ist das Global Village. Gigantisch, groß und bunt. Du kannst hier problemlos einen ganzen Tag verbringen, durch Pavillons aus aller Welt schlendern und dich von Streetfood und Shows mitreißen lassen. Einen ganz anderen Eindruck von Dubai haben wir im Al-Fahidi Historical District bekommen. Enge Gassen, traditionelle Häuser und kleine Souvenirläden prägen diesen Teil der Stadt. Hier gibt es unzählige kleine Geschäfte und genauso viele Händler, die dich freundlich ansprechen. Wir haben ein wenig traditionelle Kleidung gekauft, Kaffee getrunken und überraschend gutes Streetfood probiert. Von dort aus sind wir mit einem traditionellen Abraboot über den Dubai Creek gefahren, um die Souks auf der anderen Seite zu besuchen. Diese kurze Fahrt lohnt sich unbedingt. Vom Wasser aus wirkt die Stadt nochmal ganz anders. Die Souks auf der anderen Seite sind lebendig und gut besucht. Für uns war das der Teil Dubais, der noch am ehesten traditionell wirkte. Ein weiteres Highlight war der Besuch auf der Palm Jumeirah. Vom Aussichtspunkt The View at the Palm auf Level 54 hatten wir einen unvergleichlichen Blick über die künstliche Insel. Ein Moment, der wirklich hängen bleibt. Wenn du dorthin gehst, buche unbedingt die obere Etage mit. Dort hast du einen freien 360-Grad-Blick über Dubai. Und das ganz ohne Menschenmassen. Ein absolutes Abenteuer war die Desert Safari. Mit dem Jeep durch die Dünen, dazu Quadbike fahren, Sandboarding und Kamelreiten. Für uns war es eines der schönsten Erlebnisse der gesamten Reise. Auch das futuristische Dubai haben wir erlebt, im Museum of the Future. Schon das Gebäude ist spektakulär und innen bekommst du einen spannenden Blick auf Technologien von morgen. Und wenn du noch Zeit hast, lohnen sich Abstecher ins Madinat Jumeirah Souk oder in den Miracle Garden mit seinen Millionen von Blumen. Jeder dieser Orte ist sehr unterschiedlich, aber alle sind auf ihre Art beeindruckend. Darüber hinaus gibt es auch lohnenswerte Ausflugsziele außerhalb von Dubai. Erstens Abu Dhabi. Wir haben die Stadt während unserer Rundreise besucht und dort mehrere Nächte verbracht. Du kannst aber auch einen Tagesausflug machen und dabei die beeindruckende Sheikh Zayed Moschee besichtigen, für uns eine der schönsten Moscheen weltweit. Sehenswert sind außerdem die Aussichtsplattform der Etihad Towers und der Präsidentenpalast. Zweitens ein kurzer Abstecher ins Geisterdorf Al-Madam in der Wüste von Sharjah. Halb versunkene Häuser mitten im Sand, ein außergewöhnlicher Ort, der sich perfekt für einen kleinen Ausflug abseits der klassischen Touristenpfade eignet. Wir haben all diese Attraktionen selbst besucht und können sie wirklich sehr empfehlen. Den Atlantis Aquaventure Waterpark haben wir leider nicht mehr geschafft, aber wir haben nur Gutes darüber gehört. Wenn du auf Adrenalin stehst, solltest du ihn dir auf keinen Fall entgehen lassen. Alle weiterführenden Videos zu den einzelnen Themen findest du gesammelt in der Videobeschreibung. Schau da gern mal rein. Bevor du selbst losziehst, hier noch ein paar Tipps, die wir auf unserer Reise besonders hilfreich fanden. Dubai ist eine Stadt der Superlative und das merkst du auch im Alltag. 8-spurige Straßen mitten in der Stadt, gigantische Malls und riesige Distanzen. Zu Fuß kommst du oft nicht weit, die meisten Wege legst du mit dem Auto zurück. Parken ist in den Shopping-Malls meist kostenlos und wirklich nie ein Problem. Noch ein praktischer Hinweis. In den Emiraten werden Steckdosen vom Typ G verwendet, wie man sie aus England kennt. Am besten besorgst du dir passende Adapter schon vor der Reise. Und noch wichtiger, das Verhalten in Dubai. Uns ist es wichtig, auf Reisen die lokale Kultur und die Regeln zu respektieren. Dubai ist sehr modern und im Vergleich zu vielen anderen Ländern in der Region sehr tolerant. Dennoch gibt es auch hier eine Art Verhaltenskodex, den man kennen sollte. Unbedeckte Schultern und Knie sind in der Öffentlichkeit nicht gerne gesehen, genauso wie durchsichtige Kleidung. Natürlich ignorieren viele Touristen diese Regeln, aber wir möchten nicht als respektlos wahrgenommen werden. Auch beim Verhalten ist Zurückhaltung gefragt.
Händchen halten wird meistens toleriert. Küsse oder Umarmungen in der Öffentlichkeit solltest du besser vermeiden. Trunkenheit in der Öffentlichkeit ist verboten, ebenso wie Fluchen oder obszöne Gesten. Das merkt man übrigens auch im Straßenverkehr. Obwohl es oft rasant zugeht, haben wir nicht einmal erlebt, dass es persönlich oder aggressiv wurde. Bleibt also die entscheidende Frage, lohnt sich Dubai? Für uns ganz klar ja. Wir waren überrascht, wie vielseitig die Stadt ist. Zwischen Stränden, Malls, spektakulären Attraktionen und spannenden Ausflügen hat uns Dubai viel mehr geboten, als wir erwartet hatten. Natürlich ist nicht alles authentisch, vieles wirkt künstlich und überdimensioniert. Aber gerade diese Mischung aus moderner Metropole, Wüste und ein bisschen Tradition macht Dubai einzigartig. Wenn du weißt, was dich erwartet und die Kultur respektierst, kannst du hier eine unvergessliche Reise erleben. Für uns war es definitiv ein Ziel, das wir weiterempfehlen. Und wir würden wiederkommen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass uns gerne ein Abo und ein Like da. Und schreib in die Kommentare, was dich in Dubai am meisten fasziniert.